Hallihallo und herzlich willkommen! Heute zeige ich euch 5 unterschiedliche Methoden, wie ihr eure Lippen schminken könnt. Kleiner Mund, schmale Lippen, breiter Mund, volle Lippen und sexy Lippen. Okay, funktioniert. Oh, ich habe Paranoia ohne Ende. Leute, ihr wisst's nicht, aber das letzte Video habe ich 3-mal aufgenommen. Beim ersten Mal war das erste Mikrofon kaputt, beim zweiten Mal das zweite und beim dritten Mal hatte ich einfach nur keine Lust mehr. Aber egal, legen wir los mit dem heutigen Video. Zuerst einmal hat ja jeder von uns andere Lippen. Schmale Lippen, dicke Lippen, eine volle Unterlippe, eine volle Oberlippe, schmale Lippen, dunkle Haut, helle Haut. Also kurz gesagt, alle Lippen sind anders. Ich zeige dir heute 5 Methoden, wie du deine Lippen im Alltag oder zum Cosplayen schminken kannst. Deine Aufgabe ist es dann, die Methode an deine persönlichen Bedürfnisse bzw. an deine individuellen Lippen anzupassen. Du hast zum Beispiel eine sehr volle Oberlippe, dann ist es nicht nötig, dass du sie noch voller oder noch größer malst. Dann kannst du diesen Schritt einfach überspringen. Also guck dir zuerst die Form deiner eigenen Lippen an und entscheide dann, wie du sie verändern möchtest. Meine naturbelassenen Lippen würde ich als relativ ausgeglichen beschreiben. Ich habe keine besonders große Unterlippe, auch keine besonders große Oberlippe, aber alles wirkt relativ symmetrisch. Mein Mund ist jetzt auch nicht besonders schmal, auch nicht besonders breit. Ja, einfach so ein Mittelding-Mund. Auch über die Farbe der Produkte, die du benutzt, kannst du natürlich selbst entscheiden. Kleiner Hinweis von mir, je knalliger und intensiver die Farbe, desto auffälliger wirken auch deine Lippen. Ein zartes Rosa wirkt zurückhaltend und eher schüchtern, während ein knalliges Rot eher extrovertiert wirkt. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten einfach mit der ersten Methode und das ist der kleine Mund. Okay, nochmal kurz Ton checken. Ich habe so Schiss, dass der Ton weg ist. Okay, was haben wir für Material am Start? Schauen wir uns das erstmal an. Pinsel brauchen wir nicht. So, also ich habe eine Auswahl von verschiedenen Lippenstiften und verschiedenen Konturenstiften hier liegen. Welche ich benutze, werde ich relativ spontan entscheiden. Selbstverständlich findet ihr alle meine benutzten Produkte dann unten in der Videobeschreibung. Gut, zuerst nehme ich mir meinen Beauty Blender und mein gut deckendes Flüssig-Make-up. Auch das findet ihr übrigens unter all meinen Videos verlinkt. Damit decke ich jetzt erstmal meinen Mund komplett ab. Bereits jetzt ist mein Mund deutlich unauffälliger als vorher. Wer möchte, kann jetzt zusätzlich einen Abdeckstift benutzen. Für mich persönlich reicht eigentlich das gut deckende Make-up schon aus. Jetzt benutze ich einen Lippenstift in einem bräunlichen Hautton und trage diesen nur in der Mitte meiner Lippen auf. Das Ergebnis ist kaum sichtbar, aber dadurch, dass er so cremig ist, verteilt sich jetzt die Farbe besser. Ihr könnt euch jetzt für ein Pink, ein Rot oder aber einen ganz natürlichen Roséton entscheiden. Ich mache jetzt mal eine Mischung aus Rot und Pink. Mal gucken, was dabei rauskommt. Auch den trage ich nur in der Mitte der Lippen auf. Dabei male ich meine Lippen nicht voll aus. Verschmieren könnt ihr den Lippenstift dann einfach mit den Fingern. Wer es gerne noch etwas mehr betonen möchte, kann seine Lippen abtupfen und noch etwas von dem knalligeren... Nein, nicht das. Wo ist es denn? Oh no, rot. Ich werde bekloppt. Oh, vor meiner Nase, klar. Wer es gerne noch etwas betonter hätte, kann auch ein knalliges Rot in die Mitte malen. Ich verblende das einfach wieder mit meinem Finger. Wer einen Pinsel hat, kann natürlich einen Pinsel dafür benutzen. Tada! Optisch viel, viel kleinere Lippen. Ja, okay, Stella, aber warum hast du denn jetzt diesen Braunton aufgetragen, bevor Pink und Rot dran kamen?
Na, ganz einfach. Durch diesen relativ neutralen Ton wirken knallige Farben wie Pink und Rot viel weniger intensiv. Und das ist gerade bei diesem Look sehr wichtig. Auch für Variante Nummer 2, die schmalen Lippen, brauche ich eine gute Basis aus gut deckendem Make-up. Damit ihr besser erkennen könnt, was ich mache, wähle ich mal einen Lippenkonturenstift in einem dunklen Roséton. Und damit zeichne ich jetzt zuerst die Form meiner schmalen Lippen vor. Solltest du nicht bereits schmale Lippen haben, ist es wichtig, dass du deine eigenen Lippen dabei nicht komplett ausfüllst, sondern die Form mit dem Stift einfach etwas schmaler ziehst. Stella, wozu braucht man eigentlich so einen Konturenstift? Erstens sind solche Stifte super gut geeignet, um präzise Umrisse zu zeichnen. Und zweitens verwischt der Lippenstift dadurch weniger. Ich habe dabei echt gute Erfahrungen mit diesen günstigen Stiften von Essence gemacht. So, die Mitte wird jetzt noch ausgefüllt mit einem relativ natürlichen Roséton. Und fertig sind die schmalen Lippen. Übrigens, die neuesten Videothemen und Stella News gibt's auf Instagram. Und falls dir das nicht reicht, check doch mal den Stella Twitch-Kanal und lass ein Abo beim Stella Live YouTube-Kanal. Dort gibt's coole, witzige und spannende Games und Stella. Variante Nummer 3 ist der breite Mund. Auch dafür brauche ich erstmal wieder eine neutrale Basis. Fertig. Für den breiten Mund greife ich mal zu einem knallroten Konturenstift. Um einen deutlich breiteren Mund zu bekommen, ist es wichtig, dass ihr die Kontur mit dem Konturenstift an den äußeren Mundwinkeln etwas weiter nach außen zieht. Ob ihr dabei eure Unter- und Oberlippe voll ausmalen wollt, bleibt euch überlassen. Jetzt die Kontur ausfüllen. Wenn ihr euch übrigens mit dem Lippenstift vermalt habt, ist das gar kein Problem. Zum Korrigieren das überschüssige Rot mit einem Taschentuch wegnehmen und anschließend mit einem kleinen Pinsel und einem gut deckenden Make-up einfach nochmal eine saubere Kante ziehen. Und fertig ist der breite Mund. Wer gerne einen lächelnden Mund möchte, kann seine Mundwinkel nach oben ziehen. Soll er eher ernst wirken, Mundwinkel nach unten. Falls dich interessiert, wie ich mich abschminke, der Link zur Anleitung ist unten in der Videobeschreibung. So, Lippenstil Nummer 4. Das, was die meisten Frauen wollen, volle Lippen. Für die vollen Lippen greife ich auf den typischen Stella-Look zurück und benutze einen knallig pinken Lip-Liner und einen knallig pinken Lippenstift. Was machen wir jetzt, um besonders voluminöse und volle Lippen zu bekommen? Ganz einfach, wir ziehen die Umrisse unserer Lippen einfach über unsere eigene Lippenform hinaus. Dabei spielt die Form eine wichtige Rolle. Wer einen süßen Kussmund möchte, sollte vor allem in der Mitte der Lippen größer werden. Wer den typischen Kim Kardashian Schlauchboot-Lippenlook bevorzugt, kann auch an den Rändern etwas höher ziehen. Meistens fange ich in der Mitte an und versuche eine Höhe zu finden, die mir persönlich gut gefällt. Von der Mitte ziehe ich den Bogen dann runter zu meinem äußeren Mundwinkel. Das ist jetzt natürlich stark übertrieben und eher so für Cosplay-Make-up geeignet. Im Alltag würde ich persönlich die Kontur nicht so weit über die Form meiner eigenen Lippen hinaus malen.
So, noch ausfüllen und fertig ist der typische Stella-Look. Dieser Look ist ganz klar mein persönlicher Favorit. Falls du Bock hast, probier es doch mal aus. Jetzt fehlt nur noch Look Nummer 5, die Sexy Lippen. Für besonders sinnliche Sexy Lippen wird jetzt gar nicht mehr so viel verändert. Wer möchte, kann für einen Sexy Look noch eine zweite Farbe auftragen. Entweder ihr platziert diese in der Mitte eurer Lippen, so wie bei Methode Nummer 1, oder ihr malt die Oberlippe etwas dunkler oder andersfarbig als die Unterlippe. Beides hat einen sehr coolen, besonderen Effekt und gibt einen echten Blickfang ab. Damit das Rot besser rauskommt, nehme ich zuerst ein bisschen was von dem Pink weg. Und jetzt platziere ich das Rot vorsichtig in der Mitte. Mit dem Finger oder einem Pinsel noch verblenden. Wer es gerne ein bisschen übertreibt, kann jetzt noch Gloss auftragen. Und fertig ist der besonders sinnliche Lippenstift-Look. Wie immer sind natürlich alle gezeigten und benutzten Produkte unten in der Videobeschreibung zu finden. Auch die Stella Basics, mit denen ich meinen Cosplay-Look schminke, findest du übrigens unter jedem Video verlinkt. Falls dieses Video dir Spaß gemacht hat und für dich spannend war, freue ich mich ganz doll über einen Daumen nach oben. Wenn du mehr von mir sehen willst, drück unbedingt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, Wiedersehen!